Heute reden wir über KI und Regulierung, aber auch Ethik und Governance in der Schweizer Hotellerie. Und wir nehmen hier wirklich einen ganz einheitlichen Ansatz, denn wir wollen euch durch eine kleine Reise nehmen, um auch zu schauen, was ist jetzt wirklich relevant für euch, was macht man eventuell schon, was sind eigentlich Sachen, die hier einen Impact haben, besonders in den kommenden Jahren mit den neuen Regulierungen und Verordnungen auch von der EU. Da werden wir halt im rechtlichen Rahmen anfangen, ein bisschen über die technische Infrastruktur sprechen, so ein Ampelprotokoll euch mal vorstellen, das wir dann auch ein bisschen mehr aufervaluieren werden, ein bisschen in die Ethik davon gehen und Handlungsanweisungen noch an euch geben. Die zentrale These ist, dass die Compliance mal nicht KI verhindert, sondern es ist erfordert, um Transparenz und die Sorgfaltspflicht beizubehalten. Die Compliance hilft euch wirklich mal, den weiteren Weg zu finden, ohne dass irgendwelche Hindernisse plötzlich aufkommen von der regulatorischen oder ethischen Seite von euren Gästen oder Mitarbeitern. Als erstes fangen wir mal mit so ein bisschen dem rechtlichen Rahmen an. Und an diesem Punkt müssen wir auch ganz klar sagen, ähm, obwohl wir die EU KI-Verordnung im Moment so ein bisschen viel in den Medien auch hören, hat die Schweiz noch keinen definitiven Stand genommen, über wie wir diese EU-Verordnung bei uns auch noch einsetzen werden. Wir wollen definitiv eine regulierte KI-Landschaft in der Schweiz haben. Das ist, hat der Bundesrat und das Parlament auch klargestellt. Jedoch deckt unser Datenschutzgesetz schon sehr viel von diesen Themen ab. Und deshalb werden wir euch durch ein paar Punkte durchziehen, die ihr halt vielleicht ein bisschen mehr bewusst sein müsst, wenn ihr KI-Tools auch einsetzen möchtet. Ähm, Wie gesagt, dieser EU AI Act oder die EU KI-Verordnung bringt so ein bisschen eine neue Challenge, aber mit dem Datenschutzgesetz haben wir das meiste abgedeckt. Das ist wirklich das maßgebende Dokument für die Schweizer Hotellerie. Es verbietet auch die KI nicht. Viele haben Angst, dass es die Innovation beeinträchtigt und die KI verbieten tut. Es ist mehr, dass es die KI ein bisschen definiert und da ein bisschen Rahmen gibt. Und ihr müsst euch nicht so viel Sorgen machen über diesen EU AI Act, aber das Datenschutzgesetz, das ist schon etwas länger da und ich hoffe, dass ihr das alle auch schon vorbildlich befolgt. Aber wir gehen jetzt mal durch die kleinen Punkte, die da drin sind. Und da haben wir zum Beispiel die Informationspflicht. Denn Sie müssen bereits bei der Datenbeschaffung über die Bearbeitung von Personendaten informieren, auch wenn die Daten nicht direkt bei der Person selbst beschafft werden. Und das muss man ganz klar auch deklarieren. Das muss man dem Gast ganz offensichtlich machen. Hier ist es wirklich auch sicherzustellen, dass ihr keine Verwirrung habt, ob der Gast jetzt mit einer Maschine am Reden ist, beziehungsweise einem KI-Tool oder mit einem Menschen. Das muss auch ganz klar deklariert sein, wenn ihr irgendein Tool habt, zum Beispiel einen digitalen Concierge. Wenn dieser digitale Concierge das Telefon abnimmt und sagt, willkommen ins Hotel Schweizerhof oder wo auch immer, dann habt ihr schon eigentlich ein bisschen einen Verstoß begangen. Es muss wirklich ganz von Anfang an sagen, dass es ein KI-Assistent ist, dass es eine Aufzeichnung gibt, etc. Also stellt das sicher, wenn ihr Anbieter auch anfragt für solche Sachen. Diese Informationspflicht ist wirklich wichtig. Wir haben dann auch den Aspekt, dass die Datenschutzerklärung eventuell auch aktualisiert werden muss. Es ist wahrscheinlich nützlich und eine gute Idee, dass es explizit erwähnt, dass generative und automatisierte Tools zur Bearbeitung von Anfragen und zur Personalisierung von Angeboten in eure Datenschutzerklärung reinkommt. Ähm, Natürlich, wenn ihr diese Tools nicht benutzt, ist das keine Frage, aber mit der Annahme, dass ihr solche Tools einsetzen möchtet, auch in der Zukunft, und das würde ich hoffen, da ihr in einem Webinar seid für KI, ähm, dann ist das etwas, das ihr wirklich aufnehmen solltet. Äh, Ihr seht zum Beispiel auch, wenn ihr ChatGPT benutzt und da irgendeine Gäste-E-Mail bearbeitet und ihr das nicht in eurer Datenschutzerklärung habt, diesen Satz, den ich vorher vorgelesen habe, dann habt ihr eigentlich einen Transparenzverstoß begangen. Also da wirklich auch ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn ihr
selbst denkt, dass ihr nicht KI benutzt, wenn eure Mitarbeiter hier KI-Tools benutzen, macht ihr euch rechtlich haftbar. Dann haben wir noch den Red Flag-Artikel, die automatisierte Einzelfallentscheidung. Dies ist wirklich, wenn ein komplett automatisiertes System eine Entscheidung trifft, die Rechtsfolgen oder erhebliche Nachteile für die Person auswirkt. Dies ist nicht erlaubt. Also müsst ihr hier wirklich sicherstellen, dass in diesem Prozess ein Mensch dabei ist, der in diesem vollautomatisierten System noch die letzte Aktion zumindest nehmen kann, bevor ein Entscheid eigentlich durchgeht. Und das bringt ein Thema des Profilings aus. Wenn so ein KI-System zum Beispiel ein Profiling macht, das heißt, dass jede automatisierte Datenarbeitung, die darauf abzielt, persönliche Merkmale einer Person zu analysieren oder vorherzusagen, dann haben wir wieder so eine Thematik, wo die Informationspflicht sehr wichtig ist. Ihr müsst wirklich eure Gäste informieren, dass solche Systeme bei euch funktionieren und am Laufen sind. In dieser Situation könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel ein Revenue Management System habt, wo das Dynamic Pricing macht und der Algorithmus verändert den Zimmerpreis, weil ihr vielleicht einen Gast aus Südkorea habt, wo das Einkommen vielleicht ein bisschen höher ist und das verändert dann den Preis, weil da eine Geolocation entstanden ist. Und dies ist kein Problem, denn der Gast kann entscheiden, nicht zu buchen. Und der Gast kann entscheiden, dass man da keinen weiteren Schritt nimmt. Aber wenn beim Recruiting ein Profiling so entsteht, wo dann vollautomatisiert Absagen rausgeschickt werden, weil eben, wie in diesem Beispiel, ihr habt 500 Lebensläufe, ihr lest wahrscheinlich nicht alle 500 Lebensläufe und dann gehen auch vielleicht nur 10 davon automatisch abgesagt. Das kann man als erheblicher Nachteil dann definieren, denn das ist die Verweigerung einer Anstellungschance. Und hier ist es wirklich dann auch nicht erlaubt. Alma, gibt es hier irgendwas, wo du noch ergänzen möchtest? Nein, ist für mich soweit alles okay. Außer eben, Ja. wenn jemand noch Fragen hat, würde ich vielleicht noch, oder machst du die Fragerunde dann am Schluss? Also wir würden die große Fragerunde am Schluss noch machen, aber da dieses Thema ja so ein bisschen hochtechnisch ist, würden wir euch wirklich die Chance geben, falls ihr direkt Fragen habt, könnt ihr das kleine Händchen hochmachen oder auch einfach euer Mikro, also die Stromschaltung ausschalten und dann mit dem weiterkommen. Wir haben natürlich auch das Thema Human in the Loop. Das hat rechtliche Folgen, aber auch ethische Folgen. Es ist ganz klar, ihr müsst einen Mensch bei Entscheidungstreffungen drin haben. Jetzt im rechtlichen Rahmen, wie ihr es vorher gesehen habt, gibt es hier diese vollautomatisierte Entscheide, die definitiv illegal sind. Jedoch auch von der ethischen Seite legen wir von Hottery Swiss euch extrem ans Herz, dass diese Entscheide Menschen haben, die da durchlesen. Weil wenn da ein Zwischenschritt ist, wo ein Mensch noch das rüberkopieren muss, könnte man argumentieren, dass es nicht komplett automatisiert ist. Jedoch müsst ihr sicherstellen, dass eure Mitarbeiter da auch komplett diese Inputs, also diese Outputs besonders durchlesen. Wir wissen in der KI Situationen, wo etwas falsch rauskommt oder etwas falsch analysiert wird oder etwas diskriminierend wegen also schlechten Datenbasis entschieden wird. Und hier ist es dann gut, wenn man als Mensch noch eine kritische Analyse darüber macht. Dann haben wir noch den Persönlichkeitsschutz vom Arbeitnehmer. Und hier ist es wirklich auch zwingend erforderlich, dass ihr, wenn ihr die Arbeitnehmerdaten bearbeitet, dass ihr das auch ganz klar im Arbeitsvertrag klarstellt und die Einwilligung des Mitarbeiters reinholt. Wir haben auch schon oft gehört, dass viele Leute zum Beispiel Austrittszertifikate mit ChatGPT erstellen möchten. Und das ist in
9 von 10 Fällen komplett illegal. Wenn ihr das Dokument komplett anonymisiert, könnte man das umgehen. Aber sobald ihr da einen Fehler macht und irgendeinen Namen vergisst rauszunehmen oder eine kleine Art von Personendaten im Dokument drin habt, macht ihr euch rechtlich haftbar. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr solche Sachen einfach weglässt. Geht nicht diesen Weg runter, besonders wenn ihr keine bezahlte Lizenz kauft. Bei kostenlosen Versionen ist kein Datenschutz gegeben und da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Und das wollen wir von Hot2Swiss wirklich euch ans Herz legen. Oder ihr seht hier zum Beispiel auch Arztzeugnisse, die hochgeladen werden. Eben, wie gesagt, solche Arten von Dateien, die sind höchst heikel. Und wenn der Mitarbeiter das herausfindet, hat er das Recht oder sie das Recht, euch rechtlich zu verfolgen. Das ist ein Verstoß, weil wir haben die Arbeitnehmerdaten, die gegenüber Dritten exponiert werden, also die Exposition von Personendaten, eine fehlende Notwendigkeit. Normalerweise ist es wirklich nicht notwendig, ein solches Dokument auf ChatGPT raufzuladen, denn man kann das selber lesen, man kann das selber auch schreiben. Und es ist eine Verletzung der Fürsorgepflicht. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Bei natürlich so Rechtsberatung, wenn es Themen gibt, wo ihr spezifische Cases habt, wo ihr nicht ganz sicher seid, haben wir unser Rechtsberatungsteam, die bereit sind, euch zu helfen. Um euch ein bisschen die Situation zu erleichtern, haben wir ein paar Beispiele genommen, um eine technische Infrastruktur vorzuschlagen. Wir fokussieren hier wirklich auf generative KI. In den anderen Webinaren haben wir sehr oft auf generelle KI-Tools und den Fokus gelegt. Und hier wollen wir auch aber mal ein bisschen sagen, was so die generative KI ausschaut. Eines der Punkte, die da vorkommt, ist, viele von diesen generativen KI-Tools schicken die Daten an die USA. Und die USA hat im Moment durch den Swiss US Data Privacy Framework einen Weg, damit man von der Schweiz Daten zu der USA schicken kann für die Verwertung und die dann zurückgeschickt werden kann. Das heißt nicht, dass die Daten dort gespeichert werden, aber es wird dort verwertet. Und da muss man dann halt sich auch bewusst sein, je nachdem, ob es heute ist oder auch vielleicht in 10 Jahren und so weiter und so fort, man kann nicht ausschließen, dass die US-Regierung nicht auf diese Daten zugreifen wird. Und natürlich muss man hier dann ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb würde es wahrscheinlich schlau sein, in eurem Datenschutzdokument noch zu erwähnen, dass es nicht nur die Schweiz, EU, EFTA-Länder sind, sondern auch die USA. Denn es ist erlaubt, und sobald ihr Microsoft oder Google oder ChatGPT benutzt, gehen diese Daten höchstwahrscheinlich irgendwann mal durch die USA. Und ihr müsst euch einfach da bewusst sein, dass das auch nicht illegal ist. Also im Sinne von, es ist nicht illegal für Microsoft, Google und so weiter. Ihr müsst es aber deklarieren. Jetzt, es gibt so 2 Use Cases. Die meisten Firmen arbeiten mit Microsoft. Sie sind in der Microsoft-Umgebung und benutzen dann auch am besten Microsoft 365 Copilot. Denn dieses Tool ist dann mit euren Daten, mit eurem SharePoint und mit all diesen Sachen verbunden. Und es ist eine Enterprise-Lizenz, die auf die existierenden Verträge auch basiert ist. Das heißt, wenn ihr da diese Copilot-Lizenzen einholt, dann habt ihr automatisch diese EU Data Boundary. Das heißt, die Daten bleiben grundsätzlich in der Schweiz und der EU. Jetzt bei Copilot gibt es auch externe Zugriffe, wie zum Beispiel durch ChatGPT, die man einstellen muss. Und da würde dann die US-Thematik wieder aufkommen. Man kann auch Berechtigung dann geben. Zum Beispiel wird euer Service-Staff nicht auf die Dokumente zugreifen können, wo sie keine Berechtigung haben. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass da plötzlich ein Chatbot jenste Arten von Löhne freigibt, solange ihr die Berechtigungen auch gut managt. Das ist natürlich auch etwas, das wichtig ist. Und wir haben auch, einfach damit ihr es wisst, hat Microsoft gesagt, dass sie im Jahre 2026 In-Country Processing, das heißt, dass die Verarbeitung der Daten in die Schweiz auch noch aufstellen würden. Sie wird es noch ausbauen und so
habt ihr halt den Vorteil, dass die Daten wirklich nicht außerhalb des Landes eigentlich fließen müssen. Aber in der Datenschutzerklärung, um euch abzusichern, würden wir euch wirklich vorschlagen, dass ihr das noch updatet. Es gibt aber auch Firmen, und eventuell haben wir ein paar hier, die Google Gemini oder Google Workspaces benutzen als ihr Tool statt Office 365. Und bei Google ist das Risiko ein bisschen höher, denn standardmäßig ist da die Einstellung auf keine Präferenz. Das heißt, die Verarbeitung ist dann wirklich global zulässig. Immer noch grundsätzlich in Staaten mit Datenschutzregelungen, wie es halt in der EU-Verordnung vorgegeben ist und auch in der Schweiz. Jedoch muss man hier wirklich sicherstellen, dass man das deklariert in der eigenen Datenschutzerklärung, dass diese Daten in die USA und so weiter fliegt. Jetzt. Was wir euch natürlich vorschlagen ist, man kann das abändern und ihr solltet das abändern. Stellt sicher, dass ihr dann bei Google auf den Weg geht in der Admin-Konsole, dass ihr dann die Datenregion wirklich nur auf Europa stellt. Dann sind eure Daten auch ein bisschen eingeschränkter und dann darf Google das auch nicht weiter rausschicken. Hier zum Beispiel haben wir die Sachen von E-Mail-Zusammenfassungen, wo es durch euer Gmail-Konto dann geht und alles analysiert. Mit zum Beispiel Copilot ist das nicht so ein Problem, aber bei Google wird es dann wahrscheinlich schlau sein, das zu deaktivieren. Ihr macht euch da einfach euer Leben einfacher, indem ihr hier nicht diese Problematik angeht. Der Grund, wieso viele Sachen auch ein bisschen nicht klar sind, also ich kann nicht ganz klare Aussagen machen, ist, weil wir grundsätzlich, und ich meine, mit wir meine ich Europa, grundsätzlich nicht wissen, wie Google, Microsoft und OpenAI, das heißt ChatGPT, mit diesen Daten wirklich umgeht. Und das ist etwas da, wo diese Firmen halt mit der EU auch besonders im Gespräch sind. Aber sie haben da ganz klar wenig Transparenz und das ist auch bewusst so gemacht. Jetzt, wir haben mal gesagt, hey, wir machen euch ein Ampelprotokoll, denn wahrscheinlich habt ihr sehr viel, was wir Schatten-KI nennen. Und kostenlose KI ist nicht kostenlos, denn ihr bezahlt da mit euren Daten. Und das ist nicht debattierbar, das ist bei jeder kostenlosen KI der Fall. Und vielen von euren Mitarbeitern benutzen wahrscheinlich so ein ChatGPT, vielleicht auch ein Midjourney für Bildergeneration oder auch Gemini oder was für jenes Tools es auch gibt. Und wenn die da keine Lizenzen haben, wie zum Beispiel eine Copilot-Lizenz oder eine Google-Lizenz oder eine ChatGPT Enterprise-Lizenz, das gibt es auch, dann fließen diese Daten ins freie Netz praktisch. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Dateneingabe von zum Beispiel Gästelisten bestehen könnte, um sie umzuformatieren. Und das sind jetzt Gästedaten, die jetzt in das Modell reingekommen sind. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, wieso das problematisch ist. Diese Daten werden dann zum Trainingsset hinzugefügt. Das ist bei allen KI-Tools in der kostenlosen Version erlaubt. Und das hat dann natürlich das Risiko, dass in Zukunft kommen könnte, dass dieser Gast bei eurem Hotel war. Und das möchtet ihr vielleicht auch nicht haben. Oder spezifische Daten von diesem Gast, die nicht eigentlich so öffentlich verfügbar sein sollten. Ein gutes Beispiel, das ich gesehen habe, ist eine Konzertfirma. Die haben mit ChatGPT, das war eine Firma, die haben ein Dokument gehabt, wo sie zukünftige Konzerte aufgelistet haben. Also Konzerte, die noch nicht öffentlich deklariert wurden, die noch nicht öffentlich gemacht wurden. Es war so für ein Planungsdokument, damit sie die verschiedenen Venues einplanen konnten. Und dieses Dokument wurde irgendwann mal durch ChatGPT gefüttert. Und plötzlich hat ChatGPT gesagt, dass dieser Künstler an diesem Tag in dieser Konzerthalle spielen wird und das als Fakt repräsentiert. Aber online war das noch nicht deklariert. Und da hat diese Firma unglaublich viel Geld verloren, weil sie auch zum Teil dann Konzertdaten schieben mussten und natürlich da
die Geheimhaltungspflicht völlig verloren haben. Wie ihr seht, es gibt wirklich Situationen, wo diese kostenlosen Versionen sehr problematisch für euch werden können. Deshalb haben wir so ein einfaches Ampelprotokoll für euch mal erstellt, beziehungsweise mit so von anderen Best Practices ein bisschen zusammengefügt. Und ganz einfach gesagt, streng verboten sind einfach alle personenbezogenen Daten oder geschäftssensitive Daten. Das heißt, ihr dürft das einfach nicht in die KI-Systeme reinfüttern. Wenn ihr Sachen anonymisiert, und da müsst ihr dann wirklich vorsichtig sein, dass ihr nichts vergisst, die auf eine Person führen könnte, dann kann man das reinfüttern. Ich würde wirklich euch ans Herz legen, dass ihr das dann immer noch nur bei einer Enterprise-Lizenz macht. Nicht in einer öffentlichen, kostenlosen KI-Tool, sondern in einem Tool, wo ihr eine Enterprise-Lizenz habt. Bei Grün, bei öffentlichen Domäne, bei weltweit bereit bekannte und zugängliche Informationen, die sind wahrscheinlich schon im Trainingsset drin, die sind schon bei ChatGPT oder Copilot oder Gemini eingefüttert. Da spielt es keine Rolle, aber auch hier wirklich vorsichtig sein, wenn ihr an einen Bahnhof geht und ihr diese Informationen nicht frei rausschreien würdet, dann überlegt euch ganz tief, ob das jetzt wirklich noch erlaubt ist oder ob das wirklich auch schon verboten ist. Um das ein bisschen vertieft anzuschauen, haben wir hier eine kleine Zusammenfassung. Ihr seht, das sind wirklich auch zum Beispiel Namen von Gästen, Passnummern, Kreditkartendaten, medizinische Daten, Mitarbeiterlöhne, Abmahnungen. Und vielleicht seht ihr das und denkt, ja, hey, solche Sachen, das würde ich doch niemals, wieso würde ich das jemals in ein KI-Tool reintun? Das geschieht schneller, als man es meint. Zum Beispiel schickt der Gast eine E-Mail, möchte eine Buchung tätigen per E-Mail und diese E-Mail wird mal schnell mit in ChatGPT reingeworfen für eine Antwort. Vielen Dank für die Informationen und wir würden das weiter verarbeiten. Und vielleicht hat die Front Office-Person dann meine Kreditkarten jetzt in ChatGPT reingeworfen oder meine Passnummer in ChatGPT reingeworfen. Und wenn ich das herausfinde, dann ist das ein sehr großes Problem für euer Hotel. Oder auch mit medizinische Daten. Natürlich, wenn ihr das für euch selbst macht, das ist euch überlassen, das ist kein Problem. Aber wenn ihr ein medizinisches Dokument von euren Mitarbeitern noch evaluieren wollt, ob es echt ist, sagen wir mal einfach, dann habt ihr wieder einen Verstoß gemacht. Denn wenn es nicht echt ist, habt ihr wahrscheinlich wenig verstoßen. Wenn es aber echt ist, dann habt ihr sehr viel verstoßen. Also lohnt sich das einfach nicht. Bei Gelb sehen wir zum Beispiel die Umsatzzahlen, die Sitzungsprotokolle, die Marketingstrategie. Das sind Sachen, die eben, es ist wahrscheinlich nicht das größte Problem. Es sind Geschäftsdaten, die nicht kritisch sind für eure Firma meistens. Aber deshalb solltet ihr das auch nicht direkt am Bahnhof rumschreien. Ich glaube, keiner von euch möchte eure monatliche Umsatzzahlen so frei deklarieren. Und deshalb macht es mehr Sinn, dass ihr wirklich in Enterprise-Versionen reingeht. Und ich sage auch bewusst Enterprise-Versionen, denn zum Beispiel ChatGPT Pro, was viele auch sich beziehen, hat keine Commercial Data Protection. Das heißt, ihr habt wirklich auch nicht die Sicherung dort, dass diese Daten nicht weiter verwertet werden. Und da ist ChatGPT auch sehr untransparent, was genau mit den Informationen passiert. Bei einer Enterprise-Lizenz ist aber der Datenschutz gegeben. Bei Microsoft schon definitiv, bei Gemini auch definitiv, bei ChatGPT auch grundsätzlich. Genau, also SOPs sind Standards of Procedure, also eure internen Prozesse, die ihr habt, sind eben wahrscheinlich nicht höchst kritisch in den meisten Fällen, aber eventuell gibt es da Informationen drin, die ihr nicht in der Öffentlichkeit haben möchtet oder besonders nicht in Trainingsdaten haben möchtet. Grün sind, wie gesagt, öffentliche Daten, also Informationen, bekannte Informationen, die Öffentlichkeit schon Zugang hat und weiß. Wenn ich in ein solches Tool zum Beispiel eine Frage stelle bezüglich
was die Hauptstadt der Schweiz ist, da verstoße ich keinen Datenschutz. Das weiß ist nicht jeder, aber man kann es offen in der Öffentlichkeit finden. Es ist nicht so problematisch. Da können zum Beispiel Informationen, die auf eurer Webseite sind, reinfließen. Informationen, die auf anderen Webseiten sind, könnt ihr da reinfüttern. Wie gesagt, wenn es schon öffentlich ist, dann ist es kein Problem. Ähm, Hier sind, wie gesagt, Website-Texte, Menübeschreibungen, Pressemitteilungen, die öffentlich sind, also nicht vorher, weil sonst sind die auch schon ein bisschen frühzeitig veröffentlicht, oder historische Fakten über das Hotel. Wenn ihr zum Beispiel einen neuen Text für eure Webseite schreiben möchtet, wo es ein bisschen besser beschrieben ist und ihr öffentliche historische Informationen gibt und so weiter, dass es für euch das rüberschreibt, könnt ihr das grundsätzlich in einer kostenlosen Version machen, solange ihr da nicht noch spezielle Sachen sagt, wie im Jahr 2027 renovieren wir unser Restaurant in ein Michelin-Star-Restaurant. Vielleicht wollt ihr das nicht schon in 2025 in der Öffentlichkeit haben. Dann gibt es aber auch die Ethik. Und ich weiß, für viele Leute ist so, dass die Ethik eine uninteressante Thematik in dem Sinne von, wieso sollen wir uns mit der ethischen Seite beschäftigen? Wir beschäftigen uns schon mit so vielen anderen Sachen und auch mit der regulativen Seite. Der Grund, wieso ich sehr wichtig finde, dass wir die ethische Seite verstehen, ist, damit wir ein besseres Verstehen haben über, wie und wann wir KI überhaupt einsetzen wollen. Ähm, Es gibt eine gute Basis, um die Vorarbeit zu machen für die strategische Ableitung nachher. Und wenn wir uns mit diesem Teil auseinandersetzen, haben wir wirklich diese Kompetenz aufgebaut, um ein bisschen vorausschauend auch zu denken und zu agieren. Und da haben wir halt auch das Problem der sogenannten Blackbox. Wenn ein Management, also ein Revenue Management System, einen Preis setzt und ihr wirklich nicht weißt, wie diese Preissetzung ähm, herausgekommen ist, dann müsst ihr das mal hinterfragen. Wieso ist zum Beispiel die Preissetzung von meinem Revenue Management System plötzlich 50 Franken mehr für einen bestimmten Gast als für einen anderen Gast? Und da muss man dann schauen, okay, dieser Preis ist basiert, weil wir jetzt momentan extrem viel Auslastung haben. Ähm, und vielleicht ist die Buchung halt 2 Tage vorher geschehen und das hat den Preis dann hochgebracht. Nicht ethisch wäre aber zu wissen, zum Beispiel, ja gut, der Gast ist aus Zürich und nicht aus Deutschland. Der hat ein iPhone und nicht ein Android. Da können wir jetzt da können wir jetzt einen höheren Preis anfordern. Und da gehen wir auch ein bisschen schon weg von der ethischen Konsequenz, schon so ein bisschen eventuell zum Profiling. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wie man da umgeht. Aber auch, wenn wir jetzt wirklich nur die ethische, menschliche Seite ansehen, lasst das weg. Es schadet euch langfristig mehr, als es euch gut tut. Wir wissen zum Beispiel bei den äh, Fluggesellschaften, hat es sehr viele Preise, die anders sind für uns Schweizer als für Preise für Leute im Ausland, in Deutschland oder in Asien und so weiter. Und das finden wir natürlich toll. Wir sind aber als Volk grundsätzlich nicht mega preissensibel und deshalb machen wir hier nichts Großes. Aber es ist natürlich etwas, wo wir wissen, hey, bestimmte Firmen, die nutzen das schon ziemlich stark aus. Ich meine, versucht mal während Weihnachten einen Flug zu buchen. Es ist nicht so lustig. Ähm, Wir haben auch die Governance-Thematik, wo die Direktoren sich auch ein bisschen bewusst sein müssen, was ist jetzt wirklich fair? Denn wenn jetzt der Preis wo normalerweise das Hotel 200 Franken pro Tag anfordert, plötzlich auf 1300 Franken kommt, weil der ESC ist in der Stadt oder die EM ist in der Schweiz oder die WM ist in der Schweiz oder was auch immer für ein Event, da müsst ihr auch ein bisschen schauen. Natürlich könnte man das machen, aber das hat dann einen Schaden auf euren Ruf, besonders bei euren Stammgästen, die normalerweise sich das buchen würden, gönnen würden und dann jetzt plötzlich solche Preise sehen. Also macht da auch ein bisschen eine Kontrolle, wenn ihr diese Revenue Management Systeme benutzt.
Viele davon, wie zum Beispiel Roompress Genie, das wir ja gezeigt haben, haben auch starke Systeme, um das zu kontrollieren. Das ist etwas, das immer so ein bisschen kontrovers ist für mich. Wir reden viel und wir werden auch nächstes Jahr ein Webinar dazu haben zu Review Management. Und viele Firmen gehen jetzt auf diese Review Management Firmen und haben KI-Antworten, die automatisch generiert werden, um diese Guest-Reviews, Gästebewertungen automatisch zu beantworten. Jetzt, wenn ihr hunderte von Bewertungen jeden Tag oder jede Woche beantworten müsst, habt ihr wahrscheinlich sowieso schon Vorlagen und ihr setzt diese Vorlagen einfach den Namen und ändert das ab und tut das dann rein in die Bewertung. Da verliert ihr wahrscheinlich wenig. Aber wenn ihr euch schon die Zeit nimmt, da etwas Persönliches zu schreiben, da ein bisschen eine empathische Verbindung zu haben. Wenn ihr ein Hotel seid mit vielleicht 10 Zimmern und ihr hier den persönlichen Gästekontakt auch noch fördern könntet, macht das. Es bringt euch sehr, sehr viel. Die Analyse von diesen Bewertungen, das könnt ihr immer noch da könnt ihr immer noch KI-Tools nutzen. Und wie gesagt, nächstes Jahr werden wir so ein Tool auch noch zeigen, damit ihr das dann auch weitermachen könnt. Aber wie ihr seht, wollen wir auch vermeiden, dass alle Hotels eine gleiche Stimme haben. Und wenn alle Hotels plötzlich so eine generische Antwort über KI generieren lassen und dann die Google Reviews und TripAdvisor und Booking.com Reviews und so weiter einfach generisch antworten, verliert ihr ein bisschen eure spezielle Positionierung. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es geschäftliche Auswirkungen hat. Denn solche Reviews fließen mehr und mehr bei diesem sogenannten Generative Engine Optimization rein. Und diese Generative Engine Optimization ist eigentlich der wichtigste Teil, der vorhersagt, ob ihr jetzt bei Gemini, wenn ich frage, hey, ich brauche ein Hotel in Grindelwald, welches Hotel kommt zuerst bei mir hoch? Bei Google hatten wir SEO, Search Engine Optimization, und das Neue nennen die meisten GEO. Es gibt da sehr viele Namen, aber Generative Engine Optimization ist das, wo ich jetzt am meisten sehe im Moment. Und deshalb macht euch da einen Gefallen und behaltet so ein bisschen eure Authentizität, lässt diese nicht weg. Und da ist dann halt ein bisschen so die Frage, wann soll KI genutzt werden und wann soll ich da als Mensch das tätigen? Und ganz ehrlich gesagt ist es ein bisschen eine individuelle Frage. Vollautomatisch haben wir schon gesprochen, das ist regulatorisch eine Problematik. Aber bei transitionellen Aufgaben, da kann man eventuell ein bisschen mehr damit machen. Sei das jetzt bei Bestätigungen. Wenn ein Zimmer gebucht wird und dann eine E-Mail rausgeschossen werden muss, dass das Zimmer bestätigt ist. Hier könnt ihr das automatisieren. Wie ist das WLAN-Passwort? Das ist jetzt nicht höchst heikel. Das sind aber auch nicht KI-Tools grundsätzlich im Hintergrund. Das sind normalerweise automatische Prozesse, die anders ablaufen. Bei emotionalen Aufgaben ganz klar, lasst das Menschliche beim Mensch. Der Mensch soll sich um die Menschen kümmern. Und das ist auch die Idee dieser Digitalisierung, dieser besonders KI-fokussierten Digitalisierung. Wir wollen mehr zurück zum Gastgeber kommen. Denn wir wollen uns um unsere Menschen kümmern. Das ist das Herzstück unserer Branche. Und das wollen wir nicht verlieren. Und benutzt KI wirklich als Werkzeug. Macht das ganz klar für eure Mitarbeiter. Es ist nicht ein Ersatz für eure Mitarbeiter, aber es ist ein richtig cooles Tool. Wir haben auch in den 90er Jahren gehört, wo die Computers zum ersten Mal gekommen sind, dass unglaublich viele Menschen Jobs verlieren werden, dass unglaublich viele Menschen nie mehr schreiben werden. Ja, wir schreiben vielleicht weniger per Hand, aber wir schreiben um einiges mehr E-Mails. Ich würde behaupten, wir schreiben viel mehr E-Mails, als wir Seebriefe geschrieben haben. Und wir haben eine Adaption gehabt. Die Menschen haben sich effizienter gestaltet, haben sich auch ein bisschen mehr Freizeit einholen können durch diese Digitalisierung. Und KI soll das auch erlauben. Es soll euren Mitarbeitern entlasten und auch euch entlasten, damit ihr diese routinierten Sachen weg zur KI geben könnt und dann mit den Gästen ein bisschen mehr Konversationen führen könnt.
Die Schatten-KI, wie ich schon ein bisschen angesprochen habe, ist, ja, das ist einfach, man kommt nicht drum herum. Wir haben das auch bei uns bei Hoterie Suisse und das ist so ein Thema, das wir immer wieder mal anschauen. Und wir haben jetzt auch Strategien, damit wir damit umgehen können. Ähm, Es geht sehr schnell, dass irgendjemand mal auf ChatGPT auf seinem persönlichen Konto eine kurze Frage stellt oder ein Menü übersetzt oder irgendwelche solche Tools versucht zu benutzen, um ihre Arbeit zu verschnellen. Und diese Schatten-KI, das muss man ein bisschen kontrollieren, denn wir wissen oder beziehungsweise ihr als Direktoren und Direktorinnen wisst nicht, was für Daten eure Mitarbeiter in diese Schatten-KI reinfüttern. Und das ist für euch ein sehr, sehr hohes Risiko. Ähm, Wenn ihr aber jetzt sagt, hey, KI darf man einfach nicht benutzen, es ist mir zu groß ein Risiko, dann geht ihr auch den falschen Weg. Denn es gibt zwei Punkte. Es gibt die ethische Seite. Die ethische Seite ist, äh, ihr seid, die Angst von den Leuten, dass sie von KI ersetzt werden, finde ich nicht relevant. Aber die Angst, dass sie von einer Person ersetzt werden, die KI nutzen kann, die ist sehr relevant. Und wenn ihr euren Mitarbeitern nicht die Chance gibt zu lernen, wie man mit diesen Tools umgeht, dann verliert ihr Effizienz und eurer Mitarbeiter verliert Skills und geht dann wahrscheinlich irgendwo, wo man die neuen, coolen Tools auch nutzen darf. Äh, aber es gibt natürlich auch die regulatorische Seite. Wenn ihr das verbietet, dann werden die Mitarbeiter sowieso KI-Tools benutzen und dann habt ihr keine Kontrolle darüber. Und da haben wir dann noch ein größeres Schatten-KI-Problem und das wird euch nur in den Fuß beißen. Und deshalb erkennt den Nutzen an diesen Tools, findet heraus, wo macht es am meisten Sinn und kauft euch Enterprise-Lizenzen. Das heißt nicht, dass jede Person eine Enterprise-Lizenz braucht. Ihr könnt auch Enterprise-Lizenzen für ein Team kaufen. Und dann im Front Office haben alle die gleiche ChatGPT Enterprise-Lizenz, die sie nutzen können. Und dann einfach ganz klarstellen, alle haben Zugriff dazu. Bitte nicht fragen, ob diese Schmerzen im Fuß jetzt von irgendeiner spezifischen Situation sind, sondern wirklich ganz professionell benutzen für Arbeitszwecke. Und da habt ihr dann auch die Kontrolle, habt ihr auch das Wissen, was jetzt reinfließt und was nicht und so weiter. Und sagt dann auch euren Mitarbeitern ganz klar, hey, schaut, ihr wolltet irgendein KI-Tool und eben, ich fokussiere jetzt wirklich auf generative KI. Hier ist Copilot, hier ist Gemini für Workspaces, hier ist ChatGPT Enterprise oder ChatGPT Team. Das sind beide ungefähr die gleichen. Und das leitet dann dazu, dass die Leute oder die Mitarbeiter viel mehr in einem sicheren Rahmen, in einem organisierten Rahmen diese Daten verwerten und diese Tools benutzen und sich da ein bisschen besser ausbilden. Ansonsten geht ihr das Risiko ein. Und ich würde euch wirklich nicht vorschlagen, dieses Risiko einzugehen. Jetzt haben wir so ein bisschen so ein 5-Punkte-Audit für eure Datenschutzerklärung mal aufgeschrieben, die ihr mal anschauen könnt. Hey, hat meine Datenschutzerklärung das schon drin oder muss ich das noch ergänzen? Und da ist so die explizite Erwähnung der KI, einer grenzüberschreitenden Transfer für die USA, diese automatisierten Agenten, falls ihr zum Beispiel Lobby AI benutzt, das war das zweite Webinar, das wir geführt haben, die automatisiert E-Mails verarbeitet und rausschickt und reinnimmt für die Buchungen und so weiter. Gibt es irgendwie ein Profiling, das ihr macht, dass man dann ein bisschen, also auch deklarieren muss, dass die Daten für solche Zwecke auch benutzt werden und dass man das Recht auf menschliche Interventionen hat. Ihr könnt, also eben, vieles davon ist regulatorisch vom Staat geregelt. Wenn ihr es aber in euren Datenschutzerklärungen habt, in vielen davon müsst ihr es haben, aber für manche sind es einfach der Fall von, es ist besser für euch, wenn ihr das drin habt, als wenn ihr es nicht drin habt. Und das sind kleine Adaptionen, die euch sehr viel Kopfschmerzen erleichtern werden. Alma, hast du sonst noch irgendwas zu ergänzen? Von meiner Seite ist jetzt okay. Also wir könnten vielleicht einfach noch sagen, wegen den Datenschutzerklärungen, ich weiß nicht, ob die anwesenden Teilnehmer
das auch darüber auch schon Bescheid wussten. Wir hatten ja anlässlich der Revision des Datenschutzgesetzes eine Datenschutz-Toolbox zur Verfügung gestellt, die unter anderem auch Vorlagen enthielt für Datenschutzerklärungen. Und diese Datenschutzerklärungen sind nach wie vor eigentlich gute Instrumente, gute Hilfsmittel, die man aber jetzt noch ergänzen könnte, falls zusätzlich eben noch KI-Tools eingesetzt werden. Aber der grenzüberschreitende Transfer der Daten war darin beispielsweise bereits enthalten. Super, danke, Alma. Was ihr jetzt so am Montagmorgen machen könnt oder Freitagmorgen, wenn ihr es morgen machen wollt, ist so ein bisschen anschauen, wenn ihr, natürlich, ihr seid kein Microsoft Hotel, aber wenn ihr ein Hotel seid, das Microsoft als Lösung benutzt, schaut doch mal, ob so eine Copilot-Lizenz für euch finanziell drin liegt, ob das sinnvoll ist für euch. Sicherstellen, dass ihr wirklich auch keine kostenlose Konten habt, wo Geschäftsdaten eventuell reinfließen und eure Mitarbeiter oder auch externe, also in eurer Datenschutzerklärung auch vielleicht involvieren, dass ihr dieses In-Country Processing ab 2026 haben werdet, da Microsoft das ganz klar also deklariert hat. Bei Google, falls ihr Google als Workspace benutzt, natürlich, wie gesagt, ihr seid kein Google-Hotel, aber wenn ihr Google als Workspace benutzt, einfach sicherstellen, dass das Login in der Admin-Konsole, also in die Login Admin-Konsole reingehen und dann sicherstellen, dass die Datenregionen nur Europa sind, damit die Daten nicht außerhalb Europa gesendet werden können. Und dann auch die schlauen Optionen anschauen und schauen, ob ihr diesen Opt-in haben möchtet oder nicht. Und wenn ihr es haben möchtet, was für Konsequenzen das für euren Datenschutz, für eure Datenschutzerklärung auch hat. Grundsätzlich raten wir in dem Moment bei Google, dass ihr ein Opt-out, also nicht ein Opt-out nehmt, aber beziehungsweise den Opt-in nicht tätigt. Und schaut bei euren Lieferanten. Vielleicht habt ihr schon KI-Tools, die ihr nutzt, und schickt doch mal eine E-Mail an die und fragt, ob diese eure Daten für KI-Training benutzt werden. Das ist bei PMS-Anbietern sehr oft der Fall oder bei Customer Relationship Management-Anbietern. Und falls sie eure Daten für KI-Trainings benutzen, und das müssen sie deklarieren, dann verlangt ein Opt-out. Ihr könnt euch da sehr viele Kopfschmerzen einsparen. Es ist einfach nicht wirklich nötig. Und ich möchte euch auch noch ein so schönes Beispiel zeigen vom Hotel Schweizer Hof in Zürich. Das ist ihre Datenschutzerklärung, ihre Privacy Policy. Und hier haben sie wirklich sehr viele Informationen drin. Zu Analytik, zu Advertising, zu was mit den Daten gemacht werden, Registrationen, Infrastruktur und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein super Beispiel für, wie so eine Datenschutzerklärung aussehen kann. Und wie ihr seht, ist das hier einfach hier unten bei Privacy Policy, beim Buchungsprozess ersichtlich. Und das ist auch schon genug. Das passt so. Aber sobald ihr Daten von euren von euren Gästen reinholt, an dem Punkt müsst ihr so eine Datenschutzerklärung präsent machen und müsst das auch einholen. Genau. An dem Punkt wäre ich auch schon fertig. Ich weiß, es war sehr viel Informationen. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die Stummschaltung ausschalten, einfach fragen. Wir können auch es als Gespräch organisieren, falls euch das wohler ist, wie es euch lieber ist. Ihr könnt es natürlich auch in den Chat schreiben, falls das euch lieber ist. Gut. Wenn da aber dann keine Fragen sind und ich versuche, also falls jetzt noch eine reinkommt, würde ich natürlich die noch aufnehmen. Würde ich mich sehr gerne bei euch bedanken. Ihr könnt natürlich uns bei Hospitality Booster @hotelleries.ch oder an mich. Ihr habt alle eine direkte E-Mail von mir auch erhalten bei kartik.moralidaran@hotelleries.ch oder bei der Rechtsberatung euch melden für Fragen zu diesen Themen. Und wir sind natürlich zu jeder Zeit für euch verfügbar. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Festzeit und ein gutes neues Jahr.